Hier ist wieder eure DIY-Eule mit einem neuen Video und diesmal geht es um Patchwork. Und zwar habe ich mir eine Zeitung gekauft, die heißt Patchwork and Quilting von Simply Creative. Es gab noch so ein super süßes rosafarbenes Vintage-Maßband dazu in so einer Metallschachtel, total süß. Und ich fand halt dieses Patchwork total geil. Und zwar habe ich draus gemacht dieses Kissen hier. Und so sieht es aus. Ich finde es mega geil, wie halt hier diese Kreise entstehen und diese Struktur. Es war echt kompliziert und hat viel Zeit in Anspruch genommen. Also wenn ihr absolute Nähanfänger seid, würde ich eher davon abraten. Aber ich nähe jetzt so seit einem Jahr und ich habe es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Meins hat jetzt hier so einen Hotelverschluss. So, und was ihr dafür braucht, ist natürlich jede Menge von diesem Grundstoff, was jetzt bei mir dieser weiße Stoff ist. Und zwar braucht ihr dafür, ja, 1 Meter, wenn er 1,50 breit ist ungefähr, braucht ihr schon. Also ich hatte zum Glück irgendwie noch ganz viel von dem Weißen und der ist jetzt fast alle. Und was ihr gleich machen könnt, ist, dass ihr euch daraus 16 Quadrate schneidet, die so 25 bis 26 Zentimeter sind. Also 25,5 mal 25,5. So, und das alles als Quadrate. Also, ihr braucht 24 von diesen kleinen bunten und die müsst ihr zurechtschneiden in 7,6 x 7,6 cm. Das ist also kleiner als ein Charm Pack. Ich habe mir die selber zusammengeschnitten aus Stoffen, die ich schon in der Patchwork-Decke verwendet habe. Ihr braucht Garn in passenden Farben, also in dem Fall habe ich jetzt einen pinken, einen blauen und den weißen, ganz wichtig, und davon auch relativ viel. Genau, und dann je nachdem, was ihr für einen Verschluss machen wollt, ich habe halt hier so einen Hotelverschluss, da brauche ich nichts für. Genau, und halt ein Kissen zum Reinfüllen, das ist dann so 45 x 45, vielleicht ein Mühe kleiner bei mir jetzt. Und dann braucht ihr viel Zeit, viel Durchhaltevermögen, ich habe das auch an mehreren Abenden, also ich habe da 2 Wochen jetzt immer abends so ein bisschen dran gesessen. Und ihr braucht Pflaster. Ich habe mir, als ich das alles gesteckt habe, ganz oft, also beim Nähen dann, die Stecknadeln immer in die Hände, in die Finger gezogen. Nicht so schlau. Hat jetzt nicht so doll wehgetan. Das Problem war nur, dass es halt immer gleich geblutet hat. Und bei weißem Stoff ist das halt nicht so schön. So, jetzt fangen wir an, uns diese 16 Quadrate von dem Grundstoff erstmal zurechtzubügeln. Und das dauert eine ganze Weile. Ich habe jetzt hier so ein Quadrat, das ist halt 25,5 mal 25,5 cm. Und hierbei bügel ich jetzt jeweils die Kanten um. So, das ist immer ein knapper Zentimeter. Das mache ich mit allen 4 Kanten. Und noch die letzte Kante. Als nächstes falte ich mir das einmal in der Mitte zusammen und bügele es auch einmal platt. Und auch das Ganze dann nochmal in der Mitte falten und wieder bügeln. Jetzt falte ich mir das Ganze wieder auf und klappe mir jeweils die Ecken zur Mitte. Also das kennt ihr vielleicht noch von früher vom Basteln, da hat man auch oft so angefangen. Das mache ich jetzt mit allen 4 Ecken, dass ich die jeweils zur Mitte lege und drüber bügel. Und noch die letzte Ecke. So, als nächstes falte ich jetzt wieder nochmal die Ecken alle in die Mitte, also zum zweiten Mal. Auch wie früher beim Basteln. Und das mache ich jetzt auch nochmal mit allen 4 Ecken. So. Und dann bin ich fertig mit dem ersten gefalteten Viereck. Und das mache ich jetzt mit allen 16, bis ich dann ganz viele davon habe. So, jetzt habe ich meine 4 Ecken vorgefaltet, alle. Und habe ein paar schon mal so festgesteckt, aber das brauche ich eigentlich nicht. Als nächstes geht es jetzt ans Zusammennähen. Und zwar lege ich mir 2 von diesen Quadraten nebeneinander und klappe jeweils so ein Dreieck hoch, dass die aneinander liegen und stecke die zusammen. Und hier nähe ich dann lang.
Und auf die gleiche Art und Weise packe ich immer 2 von meinen Quadraten zusammen, bis ich alle durch habe. Jetzt kann ich das Ganze nähen. Und zwar klappe ich die übereinander, dass es aussieht wie so ein Häuschen, und nähe oben einmal diese Dreiecke ab. Also auf der Rückseite sieht das gleiche nochmal. So sieht es dann aus. Die sind, also wenn ich das wieder hochklappe, die sind jetzt alle zusammengenäht. Und jetzt lege ich mir 2 davon zusammen und an der längeren Seite stecke ich mir dann wieder die Dreiecke zusammen. Und das mache ich jetzt auch mit allen, also ich paare auch wieder alle, die ich habe. Und das nähe ich jetzt wieder an den spitzen Dreiecken quasi zusammen. So, wenn ich das mit allen gemacht habe, kann ich die gleichen wieder nebeneinander legen und auch hier wieder die Dreiecken zusammenstecken. Ich habe mir jetzt hier mal noch die Ecken oder die anderen Dreiecken festgesteckt, weil die beim Nähen sonst ganz gerne hochklappen, und so hat man die Übersicht besser. Also das hier stecke ich mir fest, damit es nicht umklappt, und die Dreiecken nach oben und zusammenstecken. Und hier nähe ich dann lang, hier einmal rüber. Das Ganze mache ich dann nochmal mit dem anderen Stück, was ich noch habe. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich auch die beiden wieder nebeneinander legen und zusammenstecken. Auch hier wieder die Dreiecken zusammenstecken und die Seiten runterstecken. Stecke ich mir jetzt nicht hoch, und jetzt klappe ich mir das zusammen und kann hier einmal lang nähen. Hier darauf achten, dass ich schön über die Ecken nähe, dass hier keine Löcher entstehen. Und fertig. So, als nächstes muss ich darauf achten, dass ich alle Ecken zusammen nähe. Immer wo 4 von diesen Dreiecken aufeinander treffen, nähe ich mit der Hand jetzt die Ecken zusammen. Und wenn ich das überall gemacht habe, kann ich anfangen, mit den kleinen bunten Patches zu arbeiten. So, diese bunten Stoffe könnt ihr euch erstmal platt bügeln, und dann stand im Magazin beschrieben, dass ich mir hier die Seiten umbügeln soll, wie ich es jetzt mache. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, je nachdem, wie ihr das praktischer dann falten könntet, wie euch das besser gefällt. Wenn ihr das dann fertig habt, legt ihr das so auf eins von diesen Vierecken, die entstanden sind, und dreht euch quasi den Rand von diesem Viereck hoch, klappt das so um, und dadurch entstehen dann diese Rundungen, weil es in der Mitte natürlich mehr in die Mitte gezogen werden kann als am Rand. So, hier müsst ihr auch darauf achten, dass die Ecken gut aussehen, also da müsst ihr so ein bisschen fummeln. So, und in der gleichen Art steckt ihr dann alle eure farbigen Stoffstücke fest. Hier könnt ihr euch dann ein Muster ausdenken oder wie ihr das am liebsten haben wollt oder nur eine Farbe verwenden. Und wenn ihr dann fertig seid und alle festgesteckt habt, könnt ihr dann mit dem Nähen anfangen. Das sieht dann erstmal so aus. Und ich habe jetzt hier an einer Ecke angefangen und immer so in Rundung genäht. Da könnt ihr euch dann aber überlegen, wie euch das am logischsten erscheint. Hier an den Ecken müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Und ich habe jetzt hier schon ein ganzes Stück genäht und zeige euch mal, wie ich da drüber nähe. Immer schön am Rand von diesen umgeklappten und auch schön auf die Ecken aufpassen, bis ihr wirklich jedes Viereck abgenäht habt und überall einmal drüber wart. Ich bin jetzt hier fertig, aber das hat eine ganze Weile gedauert und jetzt seht ihr schon, wie dieses Muster so schön rauskommt. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich hier, und zwar gerade immer durch die Mitte nähe, und zwar mit bunten Farben. Zum Beispiel hier lang immer in Pink oder die zweite in Pink und hier in Türkis. Das überlege ich mir gleich noch. Ich glaube, ich nehme halt Pink und Dunkelblau und dann immer jede zweite. Mal gucken, wie das aussieht. Das werde ich gleich mal schauen. So, ich fange also an mit einem pinken Faden einmal diagonal übers Kissen zu nähen. Also immer, ich orientiere mich hier, dass ich immer von Ecke zu Ecke von diesen Blumen nähe. Und nähe jetzt einmal drüber. Das sind also nur Zierstiche. So, und jetzt gehe ich 2 weiter rechts, also den einen lasse ich aus. Und 2 weiter rechts mache ich das gleiche nochmal und nähe da auch drüber. Das könnt ihr aber dann, wie gesagt, genau machen, wie ihr wollt.
mir jetzt hier nochmal durch und mache das auch auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich alle durch. Jetzt habe ich den blauen Faden drin und gehe in diesen Zwischenraum, die ich ausgelassen habe, noch einmal mit dem blauen Faden lang und steppe das jetzt hier in Blau ab. So, jetzt muss ich mir noch die Rückseite quasi von dem Kissen ausschneiden. Das heißt, ich nehme mir hier wieder meinen weißen Stoff, den ich noch habe. Und ja, also ich kann es natürlich auch abmessen, aber ich mache das jetzt hiermit, weil ich habe ja immerhin das als Vorlage, dann kann ich es auch nutzen. So, hier die Webkante natürlich rausnehmen. Und jetzt habe ich mir nämlich ganz neu gekauft einen Trickmarker und Schneidekreide. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Endlich, nach einem Jahr, habe ich einen Trickmarker. So, mal gleich. Ja, cool. Das war wieder ausgegangen. Jetzt male ich mir quasi einmal. Ich brauche ja auch keine Nahtzugabe, weil das ist quasi mein Rückteil. So sieht das dann aus. Ich möchte jetzt, kommt drauf an, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt einfach einen Verschluss habt, also unten, könnt ihr zum Beispiel einen Reißverschluss reinmachen. Oder ich will so einen Hotelverschluss haben, also dass es hier quasi so umklappt. Will, dass es so ein bisschen umklappt, das soll so um die 10 cm überlappen. Das heißt, ich packe hier nochmal so mit Nahtzugabe, weil ich muss es ja umkrempeln können, nochmal so 40 cm drauf. Ja, ich will das ein bisschen weiter unten machen. Ich muss ja immer noch das mitrechnen, was ich da so umnehmen muss. Also jeweils an der langen Seite einen Saum bügeln und den nähe ich dann auch. So, eine Hälfte habe ich schon. Und das knicke ich jetzt nochmal um. Das ist so ein guter Zentimeter, was ich hier mache. Ihr könnt es auch breiter machen oder schmaler, wie ihr das schön findet. So, und weil es so lustig war, bügel ich mir jetzt auch nochmal die komplette Arbeit. Ich glaube, ich bügel die von hinten. Das ist, glaube ich, einfach. Erstmal halt die Grundfläche. Jetzt mache ich das Ganze von vorne. Der Vorteil, dass es jetzt schon so ein bisschen vorgebügelt ist. So, fertig. Und jetzt bügel ich, nein, jetzt nicht erstmal den Saum. Und wenn ich den Saum genäht habe, kann ich das hier drauflegen. Einmal so. Und auch das, wenn der Saum fertig ist, kommt dann hier drauf. So. Und dann muss ich einfach nur einmal außen rumnähen. Das ist jetzt der einfachste Part. Und dann ist es fertig. Das ist total krass. Ich würde es andersrum machen bei mir, weil ich ja diese blöde Markierung da habe. Ich kann lustig anfangen, wo ich will. Ich mache 1 cm Nahtzugabe ungefähr. Das ist bei mir der Fall, wenn die Nadel ganz links ist und ich mache Wandnadel hier. Ihr könnt euch ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen weniger, je nachdem, ab wo ihr drinnen quasi safe seid, wo ihr hier drunter bei dem Muster halt gut gearbeitet habt. Das ist bei mir so der Zentimeter. Und dann sieht es aus. Licht. Los geht's.
jetzt schneide ich hier noch die Ecken zurecht, was nicht so einfach ist, weil die da drunter ja ganz schön fett sind. Aber wir wollen ja schöne Ecken beim Kissen. Wenn ihr eine Kettelmaschine habt, kettet ihr das Ganze noch einmal ab. Wenn ihr noch Lust und Laune habt, könnt ihr hier nochmal mit dem Zickzackstich rumgehen. Und wenn ihr keine Lust habt, so wie ich, lasst es so. Es kommt auf euren Stoff an. Beziehungsweise ist meine Nahtzugabe jetzt so, dass es, glaube ich, nicht ausfallen. Eigentlich sollte ich nochmal rumgehen, vielleicht mache ich es später. Kann ich ja noch ein andermal machen. Ich will jetzt umdrehen und sehen, wie es aussieht mit Kissen drin. So, hier ist mein toller Hotelverschluss. Tada. Und durch den wende ich das jetzt. Ach, bin ich aufgeregt. Knopsel, Knopsel. Und so. Und tada. Bau. Geil. So, ich bügel da jetzt fix nochmal drüber. Und schneide so diese ganzen Fadenreste ab. Und dann fülle ich ein Kissen rein und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Und so sieht mein Kissen jetzt aus. Ich finde das mega cool. Ist mal echt was anderes. Ist wirklich Handarbeit. Jede Menge. Viel Zeit rein investiert. Hat aber Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt dabei. Und ich finde es total toll. Schreibt mir doch, wie ihr es fandet, was ihr für Probleme hattet. Oder ob ihr euch überhaupt reingetraut habt. Oder ob ihr noch Tipps habt, was ich besser machen kann. Den Link packe ich euch in die Infobox zur Zeitschrift. Das Coole an der Zeitung ist auch, das ist erst die dritte Ausgabe davon irgendwie. Und hinten ist immer noch so ein Technikteil. Das heißt, sie sind noch relativ am Anfang und erklären sehr gut auch für Einsteiger, was so Sache ist. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr verletzt euch nicht so. Ich hoffe, ihr habt viel Geduld und dass ihr genauso schöne Ergebnisse bekommt oder noch schönere. Ich würde mich mega über Fotos freuen. Ihr könnt das gerne auf meine Facebook-Seite posten. Generell, wenn ihr irgendwas von mir nachnehmt, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir davon ein Foto schickt. Am besten auf Facebook, dass ich es dann auch gleich highlighten kann, dass alle sehen können. Oder als Private Message, wie ihr wollt. Oder als Link unten rein als Link ins Comment. Und ja, ansonsten freue ich mich total, wenn ihr meinen Channel abonniert. Ansonsten liked mich auf Facebook, folgt mir auf Pinterest. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!